Hallo Leute und willkommen zurück zu Path of Destinies. Wir stehen immer noch vor der Entscheidung, wie am Ende der letzten Folge, Entschuldigung. Verfüttern wir Zenobia an den Stein oder verschonen wir sie? Aber ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, wir haben beim letzten Mal Scooter gespielt, haben sie gerettet, haben sie nicht ausgeliefert. Jetzt muss sie dran glauben, weil beim letzten Mal sind wir deswegen gestorben. Ja, mal schauen, wo uns das jetzt hinführt. With a flick of his wrist, he slashed Zenobia's throat. Her eyes widened even more. And then the light went out of them. Renato felt amazing. Power was rushing into him like water from a burst dam. Oh, such brilliance, exulted the Iblis stone. Tasty. Renato returned to the Farfarer and set a course for the Nexus. The Empire had a communication outpost there. He could call the Emperor directly. It was time to seize the outpost and let the Emperor know what he had done. Okay. Ich hatte jetzt schon fast befürchtet, wir landen direkt in der nächsten Entscheidung und das wäre nur so eine Zwischenentscheidung gewesen für die nächsten Entscheidungen, aber wir dürfen doch wieder spielen, weil sonst wäre das eine sehr kurze Folge gewesen mit irgendwie einer Minute. Aber jetzt gucken wir mal was jetzt auf uns zukommt. Hey, hier waren wir doch auch schon mal, so mehr oder weniger. The Nexus was beautiful. He never realized how beautiful. Everything glowed. The wind was so sweet. The sun so soft. The stones so warm. The black raven feathers. Black feathers. Suddenly, his eyes are filled with them. He's falling through smoke under a dead sun. A voice calls him home. Is this a vision? Whose? Is this the time of the lost gods? Or the future? No matter. What mattered now was killing his way to the Imperial outpost and challenging the Emperor from there. Okay, also ihr habt es ja mitbekommen. Wir haben scheinbar so eine Art kleine Visionen. Und wir müssen jetzt uns bis zu dem Außenposten vorkämpfen und den Imperator töten. Ups. Und an sich, ich glaube, hier waren wir auch schon mal man konnte hier auch die Steine kaputt hauen irgendwie. Ich glaube, hier haben wir das letzte Mal Zenobia gejagt, als sie uns entkommen ist. Ich sehe gerade, mein Schwert hat wieder volle Energie, warum auch immer. That was always a rush. Ja, er war wie im Rausch. Schön. Ich finde immer diese Zwischenwitze oder Sprüche so ganz cool. Und ich auch immer das alle mitbekomme. Einmal gefrosteter. Irgendwie schmeißt die Dinge gerade runter. Gefrosteter Rabe. Das ist echt cool, also dieses Frostschwert, ich meine, die sind dann gestunt vorübergehend, das ist ganz geil. Ja, und jetzt hat gerade mein Handy geklingelt. Mega geil. Also ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört, aber jetzt wisst ihr es. Oh, eine Kiste. Kiste. Kisten sind immer gut. Noch mehr. Ich hab schon ganz schön viel von dem Zeug. Ich muss auch mal dran denken, meine Schwerter abzugraden. Da komme ich immer noch nicht durch. Wir kriegen momentan keine Level mehr. Ich brauche XP. Ich brauche mehr Gegner. Und da benutzen bringt mir nichts. So, das sieht doch hier aus, als wenn hier gleich wieder ein paar Leute raushüpfen. Ja, oder auch nicht. Doch. Nein! Uiuiui. Ja, wir müssen hier mal die Magie ausschalten. Was war das denn? Hui! Irgendwie habe ich Zeitwegen, den habe ich gar nicht, den Skill. Zeitskill habe ich noch nicht. Jetzt habe ich Level Up. He wondered what he'd remember next. So, aber weil der Altar gerade ums Eck war, gehen wir gleich mal hier upgraden. Wir hatten hier dieses Stürzen, um den hindurchzukommen. Ah ja genau, ich kann durch die Gegner durch. Ich habe
Genau, ich kann die Schilder weghaken. Das habe ich geskillt. Greift Feinde aus der Entfernung an. Wir bereichen eine bestimmte Kombo-Schwelle automatisch aktiviert. Okay. Interessant. Was hätten wir hier? Dazu brauche ich aber 2 Skillpunkte. Noch einen erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Ah, okay. Das ist nicht nur irgendwie hier Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Ruh dich aus und plane deinen nächsten... Hä? Ist da... Nee. Das ist irgendwie das Gleiche. Ah, nee, das ist... Ah, okay. Keine Ahnung. Die Abwehr eines Angriffs übt Schaden aus. Durchbohre einen Gegner mit einem Schwert. Was? Wenn du ihn greifst. Achso, das ist, wenn ich mit Greifen spiele. Hier kann ich meine AP steigern und hier kann ich meine Ausdauer und mein Bewegungstempo erhöhen. Das ist eine gute Frage, was ich jetzt machen soll. Entfernung. Mehr Schaden beim Abwehren. Ganz ehrlich, ich mache mich jetzt mal eine Runde schneller. Cool. Wish I could do that. Weiß nicht, ob das jetzt viel bringt, aber dann kommen wir ein bisschen fixer hier voran, hoffentlich. Weil mit dem Leben sieht es ja gerade ganz gut aus eigentlich. Mit den 140. Das braucht man nicht unbedingt. So, das Erz nehmen wir mit. Das werde ich brauchen. Achso, das ist wieder so ein Ding. Und ich glaube, ich werde auch mal meine Ausdauer um 1 erhöhen, möglichst bald mal. Ja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich meine, ich spiele das jetzt hier ja blind. Up ahead was Lapino. What was he doing here? Hä? Bernardo! Hey, buddy! Hey there, old buddy! Please don't kill me! Why would I kill you? Asked Bernardo, although he had been thinking about it. Ja, ich weiß auch warum. Well, you've become... look, I mean, no disrespect at all here. Kind of evil? Maybe you should, I don't know, go to the mountains to have a think? See if maybe you're sure the stone is not all that healthy a thing to keep? I suppose you wanted, Bernardo said, and poked Lapino in the chest for emphasis. Oh, had he just killed Lapino? Oh, damn it. Was? Wir haben gerade, weil wir ein wenig poken wollten mit dem Schwert, aus Versehen, also aus Versehen erstochen. Ich glaube nicht, dass das ein Versehen war. Aber okay. Damit haben wir unseren zweiten Freund erledigt. Take the goat across first. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Ich glaube, Zigeuner, whatever. Aber es ist irgendwie sehr, wir sind wirklich böse geworden. Und gerade ohne Grund einfach jemanden getötet. Oh, Werkbank. Bringt uns aber nichts. Wir haben nichts. Kann ich hier nicht. Jetzt hat. Ich konnte gerade einfach nicht zuschlagen. So, Erz mitnehmen. Komme ich hier rüber? Nein. Verdammt, ich will da rüber. Oh. Ah, oh Gott, neue Gegner. Nimm dich vor explodierenden Raben in Acht. Werden sie getroffen oder geworfen, explodieren sie nach wenigen Sekunden. Ach du Scheiße. Okay. Ich habe ihn nicht weit genug geworfen. Das ist jetzt natürlich... Jetzt muss ich... Okay, ich kann sie auch einfach nur anhitten und dann aus Dings rausgehen, aber... Jetzt muss ich ernsthaft über meine Kampfskills nachdenken, weil die durchaus sehr praktisch sind, um gucken zu können. Warum habe ich Leben bekommen? Renato rampaged to the Imperial outpost like a water buffalo rampaging. At the last moment, he remembered not to kill the far speaker toad. After all, he wanted a word with the Emperor. But there was only silence. Haha! The Emperor was scared. Ich glaube, den Imperator gibt's schon lange nicht mehr. Well, he would gather the rebel army and slaughter the Imperial fleet. Yes! Applauded the Iblistone. Tremendous. Then the Emperor would have to answer his far speaker, wouldn't he? Who are you? Asked a distant voice that sounded uncomfortably like Zenobia.
What have you become? The mountains. Go to the mountains, urged another that sounded a bit like Lapino. Ganz ehrlich, das war jetzt eine 10-Minuten-Folge. Das ist schon ein bisschen kurz. Wahrscheinlich ist das nächste Ding eine halbe Stunde oder so, aber ja, ich will jetzt nicht bei 10 Minuten aufhören, das ist ja auch zum Kotzen. Ich mache jetzt noch ein Ding, und zwar, hörst du die Stimme? Hör auf die entfernten Stimmen. Das heißt, ich kann mich nochmal besinnen. Oder ich kann den Kampf ziehen. Und ganz ehrlich, ich bin gerade auf der bösen Tour. Wir ziehen in den Kampf. Renato called the rebel council to let them know to gather their forces. Then he killed the far speaker toad. Why? Oh, because to make sure his sword was sharp. Oh no, that's awful. So no one else could use it. Yes, that's it. Then he set off for the ruins and the secret rebel base. Also wie gesagt, das irgendwie, ich meine, eine Viertelstunde, 13 Minuten ist ja in Ordnung, aber 10 Minuten für eine Folge ist mir einfach zu kurz. Und euch wahrscheinlich auch. Ja, schauen wir mal, was jetzt also wird. Ich glaube, wir sind eh kurz davor, wieder zum Ende zu kommen. Und eine Wahrheit abzuschließen. The ruins were crawling with ravens. Probably looking for the secret base, Renato thought. But then he realized they're probably looking for me. They must be very scared of me. Well, here I am. You are the honest warrior ever, whispered the Ibblestone. And he had to agree with it, for once. Who was as good as Renato? Ja, keiner ist so gut wie wir, beziehungsweise keiner ist so gut wie ich, weil ich spiele Renato gerade. Also ich bin ja hier der The King sozusagen. Komm, Tür auf. Ich fände es cooler, wenn man das Schwert immer wechseln müsste, damit man durch die Tür kommt und nicht nur einfach nur reinsteckt, nur weil man es halt das Richtige hätte. Wenn man wirklich mal das Richtige auch auswählen müsste. Nein. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So. Wir wieder ein bisschen Erz und so bekommen. Jetzt machen wir wieder schneller. Ich muss auch ein bisschen aufpassen mit der Ausdauer, weil wenn ich viel jumpen muss, dann geht die recht schnell vorbei. XP haben wir nicht. Das ist eine Kiste. Ach Mann, also manchmal ist es schon ein bisschen nervig hier mit den Tonkrügen, die man nicht trifft. Renato Smash! Renato Smash! Wohoho. Oh yeah, wir kommen direkt zur Kiste. Ja, sehr schön. Also irgendwie mit der Entfernung. Nein! Oh Gott, das Zeug kann hier runterfallen. Sauerei. Wieso fällt das da einfach runter? Nein, hier alles geliebt. Alles da. Meins. Ah, muss ich echt aufpassen. Ist noch ein Altar? Ja, wo kann ich jetzt hier überall hin? Super. Groß, weitläufig und man verläuft sich. Ach, da hinten ist eine Kiste. Gut. Okay, das ist natürlich hier die Mega-Kiste. Ja, die Mega-Kistenfalle, würde ich sagen. Ich gebe mein Schild her. Es wäre cool, wenn die Raben mit den Schildern oder auch die anderen Raben hier... warum geht's denn noch? Das Schild wieder aufheben könnten. Oder wenn man es selber aufheben könnte. Urged the stone. Let me make you emperor. Ja, to think of it, Renato thought as he put down another raven. Why shouldn't I be emperor? How did anybody get to be emperor anyway? By making war. I mean, not counting the transcendent emperor, obviously, who had banished the lost gods and started time. Yes, he should be emperor. He would make a great emperor. Right, Stone? Okay, wir würden einen großartigen Imperator abgeben. Well, the eyes have had it. Komm, zack, kaputt. Gehen wir mal weiter. Jetzt hat's gerade geruckelt.
Nein! Hey. Ob es hier noch mehr gibt? Vielleicht gibt es hier noch irgendwo eine Kiste. Oh, ich bin gerade etwas schweigsam, ich weiß. Aber ich bin jetzt konzentriert, ich will nicht von diesen blöden Augen gesehen werden. Gibt es zu viele von denen? Ja. Das ruhig Alarm aus, bist eh tot. Warum habe ich eigentlich schon wieder Schaden? Ich glaube, das Auge macht mir Schaden. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. So. Erstmal heilen. Schwert wechseln zwischendrin noch. Das Postschwert. Oh, das ist schön. Man kann mittendrin, ohne irgendwie Zeitverlust, einfach Schwerter wechseln. Das ist ganz praktisch. Ah Gott, sind hier viele, ey. Das ist irgendwie nervig. Da ist schon wieder so ein Explosionsputz. Lassen wir uns hier aktivieren. Ah. Oh, ich werde echt gut. Ich bin echt gut geworden. Wahrscheinlich kann ich jetzt die Rebellen auslöschen. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt erstmal die Rebellen auslösche und dann noch den Imperator als nächstes. Hier ist noch eine Tür, die mache ich mal auf. Und da ist sicher noch eine Kiste. Und Kisten sind gut, Kisten sind wertvoll. Maybe I should follow my nose, thought Renato. Ja, sollst du auch. Ah, da ist noch eine große Kiste. Und viel Zeug zum Kaputtschlagen. Ach, wenn ich öfter schlage, dann klappt das hier besser mit dem Kaputten. Kiste auf. Oh, Energie bei Sieg. Ah, das ist natürlich auch gut. Weil sich damit meine Schwerter wieder von alleine aufladen oder schneller aufladen. Ich nehme an, dass das, wenn ich einen Gegner töte, dann kriege ich Energy dazu. Aber, jetzt gucken wir mal. Aktivieren. Ich finde es auch interessant, ob es hier verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt oder so. Mit der Zeit, umso öfter man spielt, Renato schwerer wird. strode into the council. Let's do this thing. Let's make me emperor. They Okay. looked confused and nervous. Ah, had he mentioned the emperor thing? Yeah, he meant to bring that up later. I mean, let's go in this rebellion. He waved his sword around encouragingly. They ran. Cowards. He'd stop them. He cut down a few to inspire the others. But soon, there was no one to cut down. Well then, he'd have to attack the fleet alone. More for me, he said. Unless it was the stone that said it. Traitors. Traitors, all of them. They'd run rather than following him, rather than cheering him. What should he do to the cowards? Anything he wanted to. After all, he was a true hero, the best warrior there ever was. No one could stop him now. But first, finish him. The Emperor, that is. Okay. Ich hab's fast erwartet, das wird jetzt eine lange Folge. Deswegen machen wir hier kurz Schluss und machen den Rest, nee, Quatsch, wir machen nicht Schluss. Kann ja nicht so lange dauern. Komm, den Imperator nehmen wir noch mit, 10 Minuten, 15 Minuten, haben wir noch. Wenn mein Spiel mal laden würde. Die Ladezyklen sind nur ein bisschen lang. Where was the rebel fleet? They weren't even trying an assault. They were going to miss a day in history. The downfall of this dynasty. And a new one to take its place. He didn't have to kill all the ravens. He could enslave them. And enslave the toads too. All the animals would worship him as a god. For he had once been a god. They would willingly give him their blood and their souls. And the world would change. Would become familiar again. Okay, ganz ehrlich, das ist nicht mehr Renarion, das ist schlicht und ergreifend der Edelstein. Gibt 3% Schwertenergie zurück. Okay, nee. Ich bleib mal bei dem seltenen Stein, wie ich es jetzt drin habe. Das finde ich ganz gut. Obwohl, was war eigentlich der andere, den ich eingebaut hatte? Der letzte.
Ach, Widerstand gegen Zauberschaden. Ach komm, den tauschen wir aus. Energie bei Sieg. Jetzt hat. So, da unten zerbröselt langsam alles im Nether. So, schauen wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Ich würde sagen, wir sollen jetzt den Imperator töten. Wäre zumindest logisch, deswegen sind wir hier. Und ich glaube, wir dürfen gleich wieder kämpfen. Oh, da hinten ist die Tür, aber die kriege ich nicht auf, oder? Ich muss alles nochmal spielen, wenn ich alle Schwerter habe. Okay, Teleport. Jetzt landen wir da unten, was wir gerade gesehen haben. Genau, Altar. Ich brauche mehr XP. So, wo geht's denn hier lang? Zu einer Kiste, super. Ich habe richtig so eine Kisten. Sparkly, thought Renato. Ich brauche 70 von diesen scheiß Erzen noch, ey. Oh, das letzte Schwert. Das ist schon ganz gut. Zack. Wow, wow, wow. Ah. Sharp? Check. Pointy? Check. Wieder ein bisschen heilen. What else do you need in a sword? Und zurück zum Frostschwert. So. Wenigstens regenerieren wir uns ja immer, wenn wir jetzt Leute gegnen mit der Energie. Dann wieder der Ladebug. Das Schiff, hier waren wir auch mal. Hier sind wir das letzte Mal ja dann gestorben am Ende, weil wir, ja, bei unseren Dings da Lapine verraten hat. Definitely easier to fight inanimate objects. Na gut, ja, jetzt müssen wir ob das auch Energie dazu bringt? Ich glaube nicht. Naja, wenigstens kriegen wir jetzt immer Energie dazu, das heißt, wir können die Schwerter exzessiver nutzen. So, das kennen wir hier schon, also irgendwie wiederholen sich die Gebiete, man kommt nur ab und zu mal ein bisschen an... Ein bisschen anders dorthin. Also kleine Sachen verändern sich, aber im Großen und Ganzen kommen immer wieder ins selbe Gebiet zurück. Ja. Auch noch ein bisschen Energie. Den haben wir ja. Aber ist ganz gut mit dem Schwert jetzt, das mit dem Heilschwert. Wenn Gegner da sind, mein Gott, heilen wir uns halt schnell. Dann können wir auch mit weniger Energie unterwegs sein. Teleport. Oh ja, das war gut. Ladung rausgekommen. Na, bleib kühl. So. Ja, Level up, schön. Die Tür kommen immer noch nicht durch, oder? Nee. Ah, ärgerlich. Jetzt sind wir wieder auf dem Schiff hier. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo können wir denn hin? Sagen wir, sind wir jetzt gerade einen Umweg gegangen? Ach, egal. Hier lang. So, wo ist denn jetzt dieser Magier? So, erstmal gut frieren. Kann man mal anklappen sollen. Ich mag echt also die Schwerter, das kann echt noch gute Situationen geben. Ich frage mich, was die bringen, wenn sie besser sind. Ob das da einfach nur die Fähigkeiten werden verstärkt ist oder ob die dann noch mehr gute Fähigkeiten bekommen. Always wanted a flying carpet. This was more like a flying tabletop. But it would do. Tabletop. So. Erstmal den Typen explodieren lassen. Okay, wir können einfach wieder das Schwert an das Papier, wenn ich es länger anlasse. Und nein, ihr haut mich nicht. Komm schon. Ah! 27. Yes. So kriegt man Erfahrung dazu. Und weiter. Was glowing with dark power. Ach Gott, jetzt sind wir wieder bei der Kanone. He could do anything, he realized. He could wrap the island safely in smoke again. He was beyond a hero. He was going to become a god again.
How odd, he thought, that the Iblis Stone had nothing to say about any of this. Well, no matter. Once he killed this petty Toad Emperor, he would bring back the Black Sun. Warum hat wohl der Stein nichts zu melden? Ja, der Stein hat nichts mehr zu melden, weil wir inzwischen der Stein sind. What else could you hook? Deswegen. Ganz ehrlich, das ist doch voll eindeutig. Der Stein hat komplett die Kontrolle über uns übernommen. Also, ich meine, ich spiele das jetzt gerade so, aber das ist echt keine gute Lösung hier. Wie lange sind wir denn noch unterwegs, ey? So, hier von den Typen. Da hat sich das mit dem auch schon mal erledigt. Ist schon alles tot. Okay, weiter geht's. Muss jetzt hier mal ein bisschen Flotte gehen. Schon bei 26 Minuten. Oh Gott, nee. Oh, fast schon wieder reingefallen. Das ist Kanone, ja. Wie beim letzten Mal habe ich da dicke Schaden genommen. Aber wir müssen jetzt eigentlich demnächst durch sein. Wir haben jetzt schon den größten Teil der Flotte vernichtet. Hier ist nix. Weiter. Soon he'd confront the Emperor. Funny that this whole war had come about because the Emperor feared death. And now it was coming for him. There was some sort of lesson there, wasn't there? Jo. Wir sind hier, um den Imperator zu... Oh Gott, was ist das? Neuer Gegner. Hexenmeister können Gegner verbessern und heilen. Verbesserte Raben sind sehr gefährlich, okay? Dann machen wir den doch als erstes kalt. Okay, jetzt gibt's Magier und Hexenmeister. Das ist natürlich mega ungut. Weil ich denke, dass die verbesserten Raben ziemlich viel aushalten werden und ziemlich viel Aua machen werden. Komm schon. Nein, lass mich nicht an. Gott, das ist Hexenmeister. Ja, ich hab ihn unterbrochen. Also irgendwie das mit dem, wo er hinchargt, ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Okay. Jetzt haben wir es doch gleich. Jetzt können wir den Imperator rein, wie es aussieht. Yeah. Das ist schon geil. Das ist eigentlich schon cool gemacht. Das ist so cool hier. Rein da. Interagieren. He found the Emperor and the Council huddling by his ship, plotting. They saw him and cowered before him. Back to hell, fiend. Croaked the Emperor desperately. In the name of the Transcendent Emperor! Croaked the speaker. They held some arcane items he didn't recognize. He simply flexed his will and sucked their souls out of their bodies. And Iblis exulted. It is finished. And the void that had been a mere stone on a sword expanded. It stretched and ripped like a vast womb. And a gaze black and pitiless as the sun passed through the void into the land. Oh. And so time ended. Okay, wir haben gerade einfach mal die Welt ausgelöscht. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Or only dreamt it? Had he really died? It felt so real, not like a dream at all. And he'd lost again. Oh, he hated that. But he had made different choices. And he'd lost in a different way. It was the book, wasn't it? Oracles showed you your destiny. But this was showing him different ways he could die miserably. Thanks a bunch, book, he thought. But these were destinies that he did not have to fulfill. But he'd learn another true thing. The Iblis Stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. Na gut, das mit dem Iblis Stone, das wussten wir ja wohl schon. Also es war von Anfang an klar, mir zumindest. Aber wir sind jetzt hier bei einer halben Stunde, deswegen möchte ich nicht lange rumreden. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an.
Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.